In der Madrean-Sky-Islandsbergkette im Süden Arizonas erstrecken sich Kiefernwälder wie grüne Bänder, die in trockenen Tälern hängen. An diesem Ort lebte einst ein großer Leopard, doch seine Fußspuren sind im Laufe der Zeit allmählich verschwunden. Nur noch wenige Exemplare streifen in der Wildnis umher und sind lebende Zeugnisse einer verblassenden Legende. Unter ihnen befand sich ein Leopard, der völlig allein lebte, ohne Verwandte oder Freunde, die seinen Namen riefen. Einst war es ein mächtiges Raubtier, majestätisch wie ein goldener Schatten, der sich unter den Blättern bewegte, aber alles hat sich verändert. Die einzelnen Monate lassen seine scharfen Instinkte verblassen, wie eine Flamme, die vom Wind der Zeit verweht wird. Einsamkeit durchdrang jeden seiner Atemzüge, so still und anhaltend wie der Wind, der durch die Felsspalten pfeift. Jede Nacht steht es auf dem Hügel, blickt zum Horizont und hofft auf eine Antwort aus der Dunkelheit. Aber da war niemand. Eines Morgens, als die ersten Sonnenstrahlen durch den Kiefernwald drangen, beschloss es, sein vertrautes Territorium zu verlassen. Sein Körper war durch die tagelange Jagdpause abgemagert, aber seine Augen strahlten immer noch Entschlossenheit aus. Der Weg führte durch die Bäume, über einen kleinen Wasserfall und folgte dem Pfad, auf dem Rehe oft zum Trinken hingingen. Der Pfad führte ihn an den Rand des Waldes, wo das Geräusch von Motoren wie der Fluss der Menschenwelt schimmerte. Bevor sie sich erhob, tauchte die Interstate 19 auf, ein grauer Asphaltstreifen, der wie ein Schwert Natur und Freiheit in zwei Hälften teilte. Ein kilometerlanger Drahtgitterzaun errichtet, um zu verhindern, dass Tiere die Autobahn überqueren. Es stand da und blickte über die Straße, wo sich der Wald kühl und einladend weiter ausbreitete. Es begann, langsam und geduldig am Zaun entlang zu gehen und nach einem Weg hindurch zu suchen. Die Sonne änderte ihre Richtung, ihr Schatten wurde länger auf dem trockenen gelben Gras, aber ihre Reise kam nicht zum Stillstand. Schließlich entdeckte es eine kleine, eingerissene Stelle im Drahtgeflecht, wie ein vom Wind verursachtes Loch. Hoffnung blitzte auf, zerbrechlich, aber stark wie der Herzschlag in der Brust. Es beugte sich nach unten und schob zuerst Schultern und Kopf durch, um seinen stämmigen Körper in den schmalen Spalt zu zwängen. Doch das Netz war zu eng, die scharfen Stahldrähte schnürten sich wie unsichtbare Krallen um seine Schultern und Hüften. Es riss sich los, sein muskulöser Körper kontrahierte in Wellen wie ein Sturm in seinem Fleisch. Doch je mehr er sich wehrte, desto enger zog sich das Netz zusammen, was seine Atmung schnell und schmerzhaft machte. Sein Dröhnen vermischte sich mit dem Brummen des Motors, aber das Leben auf der Straße kam dadurch keinen Augenblick langsamer voran. Das Auto glitt immer noch vorbei, als gäbe es auf der anderen Seite des Zauns kein Leid. Einige Autofahrer drehten kurz den Kopf, um zu schauen, fuhren dann aber weiter, als wäre es nur ein flüchtiger Anblick. Der Leopard war erschöpft, die vordere Hälfte seines Körpers steckte im Netz fest, die hintere Hälfte lag flach auf dem Gras am Straßenrand. Seine einst strahlend goldenen Augen waren nun trüb, und sein Atem kam in schwachen Stößen. Als der Körper allmählich schwächer wurde, hallte aus der Ferne das Geräusch menschlicher Schritte wieder, leicht, aber deutlich in der heißen Luft. Es handelte sich um Ethan Boker, einen Straßenwärter, der auf dem Weg zu einem nahegelegenen Arbeitsplatz war. In dem Moment, als er den gefangenen Leoparden sah, erstarrte Ethan, als würde er von einem unsichtbaren Faden festgehalten. Er rannte nicht sofort hinüber, sondern blieb stehen und beobachtete alles mit tiefem Respekt und Mitleid. Der Leopard drehte sich um und blickte ihn an, seine Augen waren nicht mehr wild, sondern nur noch müde und schwach wie ein stummer Hilferuf. Ethan holte tief Luft und näherte sich Schritt für Schritt, ohne dabei plötzliche Bewegungen zu machen. An einem nahegelegenen Zaun entdeckte er ein Schild des US-amerikanischen Fisch- und Wildtierdienstes mit der Notrufnummer. Ethan zog sofort sein Handy heraus und rief an, seine Stimme war dringlich, aber in jedem Wort deutlich zu verstehen. Die Ranger sagten ihm, er könne gehen, da sie sehr bald da sein würden. Doch Ethan blieb noch einige Minuten still stehen und beobachtete, wie das riesige Wesen um sein Leben kämpfte. Er sagte leise, komm schon, gib nicht auf. Dann kehrte er zum Auto zurück und fuhr weg, aber sein Herz blieb am Waldrand. 15 Minuten später tauchte ein Rettungsfahrzeug der Ranger am Straßenrand auf.
Zwei Ranger traten zurück, Ranger Alvarez und Ranger Kohl, beide erfahrene Großtierretter. Sie näherten sich langsam, um den Leoparden in seinen letzten Kräften nicht noch weiter zu belasten. Ranger Kohl setzte das Betäubungsgewehr mit präziser Dosierung ein und traf den unverletzten Schulterbereich. Der Leopard fiel allmählich in einen tiefen Schlaf, seine Atmung wurde immer ruhiger. Ranger Alvarez begann, das Netz mit einer großen Zange aufzuschneiden, jeder Schnitt langsam und gleichmäßig, um ein weiteres Einreißen der Haut zu vermeiden. Als das Netz geöffnet wurde, zogen sie seinen schweren Körper vorsichtig wie einen zerbrochenen Traum aus dem Zaun. Ranger Kohl führte eine kurze körperliche Untersuchung durch, Kratzer, ein leichtes Hämatom und starke Erschöpfung durch Unterernährung. Sie legten es auf eine Trage und verfrachteten es dann in ein Spezialfahrzeug, um es zur Rettungsstation im Wald zu bringen. Im Veterinärbüro des Ranger-Zentrums war alles für eine Notfallbehandlung vorbereitet. Tierärztin Dr. Helena Cruz wartete mit besorgtem, aber ruhigem Blick. Sie überprüfte seine Temperatur und seinen Herzschlag und begann, alle Wunden an seiner Schulter und Hüfte zu desinfizieren. Es wurden Schmerzmittel und Infusionen verabreicht, wodurch die Atmung des erschöpften Körpers wieder ruhiger wurde. Anschließend wurde es in ein geräumiges, naturnahes Gehege mit echtem Baumschatten und natürlichem Boden verlegt. Als der Leopard erwachte, öffnete er langsam die Augen, seine Pupillen weiteten sich, als ob er seine Welt neu entdecken würde. Es war nicht länger gefesselt, aber sein Körper war immer noch schwer, als trüge er den Himmel hinter sich her. Es richtete sich auf, machte ein paar Schritte und schnupperte in die Luft um sich herum, den Geruch des Waldes, den Geruch der Erde, den Geruch halbfertiger Freiheit. Ranger Alvarez stand draußen und lächelte leicht, als ob er einige seiner Sorgen losgeworden wäre. Am Nachmittag fiel das goldene Sonnenlicht durch die Baumwipfel und färbte sein geflecktes Fell in einen tiefen Honigton. Es fraß jedes Stück frisches Fleisch, das man ihm vorlegte, langsam aber stetig, als wolle es sich selbst wiedererlangen. Am nächsten Tag hatte es sich so weit erholt, dass es eine neue Reise antreten konnte, eine Reise zurück tiefer in den Wald. Ranger Alvarez und Ranger Kohl hatten einen großen Eisenkäfig mit komfortablem und luftigem Platz vorbereitet. Der Leopard wurde zur Sicherheit nochmals leicht betäubt, um Panik während des Transports zu vermeiden. Der Lastwagen fuhr langsam tiefer in den Coronado-Nationalwald hinein, wo noch andere Jaguare zu sehen waren. Der Wald hier ist dicht, kühl und erfüllt vom Zirpen der Insekten und dem Atem des Lebens. Sie stellten den Käfig auf einen Teppich aus trockenen Blättern unter einem großen, schattigen Baum. Die Käfigtür wird langsam geöffnet, sodass die Natur den nächsten Schritt bestimmen kann. Der Leopard trat hervor, nicht in Eile, nicht in Panik, sondern mit der Gelassenheit eines Menschen, der die Grenze zwischen Leben und Tod erlebt hatte. Es stand da und lauschte dem Ruf des Waldes in einem uralten, unbeschreiblichen Ton. Dann bewegte es sich, jeder Schritt anmutig und leicht wie der Wind, der durch die Blätter streicht. Sein Schatten verschmolz mit den hellen und dunklen Streifen des Waldes, verschwand allmählich, wirkte aber nicht mehr schwer. Ranger Kohl schaute lange zu und sagte dann leise, ich hoffe, es findet seinesgleichen. Ranger Alvarez nickte leicht, seine Augen so tief wie Täler, und möge es nie wieder einsam sein. Tief im Wald beginnt das Leben von neuem still, beharrlich und voller Hoffnung.